Setzen wir unseren Lauf heute in Mainz fort. Bleibt dran bis zum Schluss, dann werdet ihr erfahren, ob wir auch hier die Hürde nehmen, 3 Punkte holen mit dem Dreier-Packer Forbes. Letztes Spiel gegen Augsburg war halt einfach seins, ey. Ein Traumtor, 11 Meter und dann in der zweiten Halbzeit noch einen reingemacht. Mal gucken, vielleicht war das ja so der Startschuss für ihn. Vielleicht ist er jetzt mal ein bisschen angekommen und schießt gleich mal ein paar mehr Tore. Warum denn nicht hier? Das sind genau diese Läufe, die mag ich so von ihm oder auch generell. Und Forbes ist schon wieder da. Erste Chance. Und das ist halt so easy, ey. Einfach den Lauf zum Tor hin, dann bekommt er den Ball in die Schnittstelle oder in Lauf und dann ist er halt meistens auch drinne. Ja, wir sind überraschend gut. Also nach wie vor, wir sind oben in der Spitzengruppe. Lustigerweise. Aber es gibt dann immer wieder so Spiele und auch so Gegner wie Mainz. Da spielt es halt auch nicht gerne, ey. Mainz ist auch so ein ganz, ganz unangenehm zu spielender Gegner. Aber ich will auch hier gewinnen. Ich meine, wer die Bayern schlägt zu Hause, wer gegen Leipzig gut mithält oder beziehungsweise auch gewinnt, wer gegen Dortmund zu Hause einen Punkt holt, dazu stehen wir im Viertelfinale des Pokals. Ich würde sagen, wir nehmen den Schwung des Aufstiegs mit. Das ist so diese erste Euphorie noch in der ersten Saison. Dann nimmt man halt auch nochmal alles mit. Ja, Außenrissflanke. Da zucken wir nicht mal mit der Wimper. Ja, und auch hier, ich muss hier auch nochmal im Winter so ein bisschen nachlegen. Klar, nur mit freien Spielern wird es halt auch nicht gehen, vielleicht. Ja gut, 1, 2 Spieler verkaufen kann ich auch nicht, dann ist mein Kader gefühlt leer. Ja, oder ich muss halt mit den Jugendspielern, ich muss halt auch mal Glück haben, dass unser Jugendscout auch mal vernünftige Leute hier an Land holt, aus denen man auch mal was machen kann, die man dann auch mal einsetzen kann. Da hatten wir bislang aber noch nicht so viel Glück. Ah, wir machen das gut hier. Wir sind gut in den Zweikämpfen drin. Ist halt bislang so ein Spiel. Das findet viel im Mittelfeld statt. Aber wir lassen die Mainzer laufen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen dann aber auch selber hinterher laufen. Ajork jetzt vorne. Achtung. Das ist halt ein Hühne, ne? Kannst du dann auch nichts machen. Achtung, Schuss ist da. Urbich aber auch. Erste Parade. Der darf sich auch mal auszeichnen für sein Geld, was er da bekommt. Ja, schlechte Ecke. Haben wir gut verteidigt. So, jetzt ein Jinma, macht sich mal auf den Weg. Ja, und Forbes ist auch mit vorne. Also komm, richtiger Laufweg, dann kriegt er den Ball. Ja, oh, aus einem Eckball des Gegners. Forbes mit der großen Chance. Und das ist halt leider auch Forbes. Das ist eine Riese, der muss rein, ey, aus 11 Metern. Das ist krass, ey, das ist Chancenwucher. Das ist krass, ey. Der muss den einfach nur reinschießen. Einfach ins lange Eck und dann kläglich versemmelt, ey. Aber daran seht ihr halt auch, dass Forbes noch nicht Spitzenklasse ist. Aber er wird. Wenn er die Bälle dann halt auch mal reinmacht irgendwann. Ich glaube, der hatte auch am Anfang der Saison, hatte der auch so 1, 2 Chancen genau auf dieselbe Art und Weise. Eigentlich frei vom gegnerischen Tor. Und dann hat er die halt ganz easy peasy versiebt. In Frankfurt zum Beispiel auch. Glaube ich, eine ähnliche Situation aus etwas spitzerem Winkel, aber halt auch möglich. Schade, aber es wird nicht die letzte Chance bleiben, die er hat. Oder die er hatte gerade. Aber irgendwann müssen wir dann halt auch mal ein Ding machen. Noch bekommen wir es hier ganz gut verteidigt. Barredo. Zuladi, oh, die kriegen wieder jeden zweiten Ball hier vorne als abgeblockt. Jetzt wird es ein bisschen hektischer, ein bisschen offener. Jetzt kriegen die Mainzer auch ein bisschen mehr Platz. Ich schleiche mich schon mal vorne weg mit der Intention, dass wir den Ball da irgendwie hinkriegen, aber dann erstmal so verteidigen. So, und Nusa, oh Gott, die stehen mit 5 Mann hinten, was ist das denn? Die Mainzer Mauer da hinten. Baku wieder Forbes, genau, die Läufe, schade, jetzt habe ich zu spät gespielt, aber genau die muss er machen. Genau die Läufe muss er machen, immerhin zum Tor oder auch mal Lücken reißen für einen Jinma. Ja, die Mainzer, ja, natürlich, Direktabnahme nach hinten, warum nicht? Mainzer kriegen das jetzt ein bisschen besser hin. Oh, was macht denn Brady da? Läuft rum wie falsch, Gelbusio ist aber da. So, jetzt wieder die Chance umzuschalten. Nusa darf genau das gleiche machen wie Forbes, auch in die Schnittstellen rein. Ja, und holt sich den Ball. Großer Fehler.
Und ein Jinma mit dem Kopf. Oh, abgeblockt. Aber Horvath im Tor. Der macht das auf jeden Fall. Aber ansonsten sehe ich uns auch ein bisschen im Vorteil. Also wir sind ein bisschen besser als Mainz. Ja, Olado, der läuft da auch immer wieder rein. Oh, Vorsicht. Rote Karte hier. Na, und wer war es wieder? Natürlich. Dominik Kor. Das ist eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche, dass der immer eine gelbe Karte. Der hat jetzt auch schon wieder in echt 10 oder 11 gelbe Karten, kann das sein? Mit beiden Beinen voraus. Wie als würde es in so eine Erlebnisbadrutsche da reingehen, mit beiden Füßen voraus. Das spiele ich mal so aus hier, Busio. Und dann über die Außen, über Kempf. Ach du Scheiße, der Innenverteidiger. Ja, warum nicht? Schöne Flanke. Aber der hätte eigentlich mit vorne reingemusst. Ja, schade, dass es hier 0-0 steht, weil das jetzt gar nicht sein müssen. Wir müssen hier Einzel führen. Also ganz klare Sache, die Chance von Forbes. Aber auch auf der anderen Seite hatten wir auch Glück, von daher ausgeglichenes Schussverhältnis, ja, mehr Ballbesitz, das ist okay. Also ich glaube, das 0-0 geht in Ordnung. Schöner wäre es natürlich gewesen. Oh, Lichtbugs. Lichtbugs in der zweiten Halbzeit. Jetzt sieht es so aus, als hätte Mainz einen riesigen Stadionwürfel oder irgendwas würde über das Stadion fliegen. Ist aber gar nicht so. Na, mal gucken, ob die sich irgendwann von selbst beheben. Bradley Serda, nee, es ist halt einfach zu eng. Aber die Mainzer kriegen das momentan auch nicht hin. Nee, ich glaube, die Lichtbugs, die bleiben jetzt in Halbzeit 2. Wird ein bisschen Strom gespart, weißt du, wird nicht jedes Flutlicht angemacht. Mainzer müssen auch sehen, wo sie bleiben. So, aber jetzt mal die Chance, bisschen Platz. Über Forbes. Ah, enges Dribbling, warum nicht? Komm, bleib dran, schade. Ah, Busio holt den Freistoß raus, ja, gute Position. Gibt natürlich hier keine Karte für Ajorg. Jetzt haben wir aber leider keinen guten Freistoßschützen. Das ist eine überragende Position. Oder wen haben wir? Gut, wir hätten Olado. Wir probieren es mit Olado. Was soll's. Falls der Ball in der Mauer hängen bleibt, ich habe es wenigstens versucht. So, Olado. Vielleicht geht er ja auch durch die Mauer. Mal gucken. Olado versucht's. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Schade. Aber gut, großartig Freischüsse reingeschossen habe ich ja noch nie, weil wir halt erstens nie so viele Freischüsse kriegen und zweitens ich halt auch nie so die perfekten Freistoßschützen habe. Von daher ist das immer eine Glückslotterie bei mir, ob ich die mache oder nicht. So, wieder Busio hier mit 2-3 Mann zugestellt. Perfekt. Das Pressing, das funktioniert echt super. Und jetzt mal das Umschalten. Ah, schade, das funktioniert nicht so. Achtung, Mainz kommt, Busio. Oh, Bradley, kein Foul. Ne, Barco ist es. Kempf muss jetzt mal nach außen. Ja, aber die Flanke, da ist Brabek da. Und Jinma holt sich den Ball. So, wartet auf Nusa und der ist jetzt eigentlich durch. Gegen Hanko Olsen. Komm, der ist nicht so schnell. Nusa ist schneller. Macht einen großen Bogen. 1 Stunde gespielt. Nusa, spitzer Winkel. Und genauso wie Forbes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Nusa, der muss den auch machen. Der muss so Dinger, das ist halt dann der Unterschied. Aber gut, wie gesagt, wir sind Aufsteiger, wir gehören da oben eigentlich noch gar nicht hin. Das ist ja alles Bonus für uns. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn du die Chance hast, dich oben festzusetzen, warum nicht? Ich meine, ich würde mich nicht beschweren, wenn ich am Ende Vierter werde oder auf dem 5., 6. Platz bin. Da würde ich mich auf gar keinen Fall beschweren. So, Nusa, ah, schade. Die Idee war gar nicht schlecht hinter die Abwehr direkt. Aber es klappt halt auch leider nicht immer. Achtung, riskante Grätsche, zu riskant. Jetzt haben wir Barco gegen Busio. Ne, aber auch ihr seht, auch beim Gegner klappen die Flanken nicht immer. So, und wir haben ja eigentlich auch viel Platz hier zum Umschalten. Wenn wir jetzt einfach mal in die Lücken entscheidend reinlaufen. Aber ne, die Mainzer sind da. Die verteidigen uns bislang richtig, richtig gut. Aber auch die können nicht alles verteidigen. Irgendwann werden wir nochmal 1, 2 Chancen kriegen. Vielleicht nochmal lassen wir vorne für ein bisschen mehr Wucht. Dafür, ja, könnte ich vielleicht einen Jinma auf die Außen tun. Oder Rese ist halt auch noch da. Wäre halt auch noch ein guter Joker. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich glaube, wir wechseln mal 2 neue rein. Wir bringen vorne Lasme rein. Rechts mal Rese. Und Uedraogo. Dann könnte ich auf 4-2-3-1 umstellen. Weiß ich nicht. Ob ich das machen soll. Ich mache es einfach. Für Serda oder für Busio? Ne, machen wir mal für Serda. Dann stellen wir hier um.
Ah ne, ist schon umgestellt, okay. Uedraogo ist dann hängende Spitze. Mal gucken, ob uns das in die Karten spielt oder nicht. Aber zuerst kommen die Mainzer. Achtung, Ajorg und Boufal und Urbich. Darf sich auch mal wieder zeigen. Nächste Chance, Eckball. Ajorg wartet schon in der Mitte. Oh, da ist auch Onisivo. Keiner kommt ran. Oh, da haben wir uns verschätzt und der Rebound. Oh, da hat sich Urbich verschätzt. Da war auch niemand da bei... Nächster Eckball kommt jetzt über Boufal. Achtung, Urbich ist wieder da. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme. Onisivo. Jetzt ist mir gerade der Name wieder entfallen. Onisivo in der Mitte. Da war halt auch gerade niemand. Bei dem Eckball. Da haben wir echt Glück gehabt. Jetzt kommt wieder Onisivo. Achtung, 50-50 Chance. Was er macht. Kempf ist da. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt nochmal eine heikle Phase. Die müssen wir überstehen. So, und vielleicht werden wir jetzt schnell... so nicht. Wenn wir jetzt schnell umschalten, wollte ich gerade sagen. Dann haben wir vielleicht nochmal die Chance. Achtung! Urbich. Ja, es wird heikel hier, aber mal gucken. Rehse und Lasme, die haben sich jetzt was vorgenommen. Die können nicht nur im Pokal knipsen. Die können das auch in der Liga. Kempf, Barco, Forbes zieht wieder in die Mitte. Ja, ist alles schön und gut. Olado, Uedraogo. Ist da auch irgendwo, da ist er. Uedraogo, schön gemacht. Und jetzt Schuss aus Spitzenwinkel. Etwas spitzerem Winkel. Und die Ecke. Also es ist hier kein 0-0-Spiel. Das muss hier nicht 0-0 ausgehen. Wenn dann noch ein Tor für uns. Forbes ist da. Olado kommt mit dem Kopf. Aber auch zu zentral. Für Horvath, der auch direkt wieder das Spiel schnell macht. Aber wenn wir jetzt hier nochmal das Ding ziehen wollen, müssen wir nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe auch reinspielen. Forbes, Uedraogo. Irgendeiner muss hinterlaufen. Barco macht's. Lassen wir in der Mitte. Wo ist er? Ja, da kommt er wieder nicht ran. Aber da kommt er ran. Forbes. Und jetzt Busio. Bisschen Platz. Abgefälscht. Und Lasme schießt doch. Der wird gehalten. Aber kann sich trotzdem durchsetzen. Nächste Chance hier. Es sind jetzt Chancen im Sekundentakt. Ich habe das Gefühl, wenn hier einer gewinnt, dann sind wir das. Aber hinten hatten wir halt auch gerade nochmal zweimal Glück, ne? Onisivo. Der Kopfball gegen die Latte. Ja, so ein Last-Minute-Sieg wäre halt auch mal wieder schön. Warum nicht? Und die Gelegenheit dazu hatten wir. Auf jeden Fall. Nusa, Forbes in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Gerade auch mit Uedraogo. Und ist ja noch nicht vorbei. Das wird wahrscheinlich die letzte... Nein! Ach, die letzte Aktion. Schade, ich dachte, wir kriegen nochmal einen Konter. Naja, 0-0. Der etwas besseren Sorte, muss ich sagen. Man hat ja dann so 0-0s, die sind total langweilig und schläfst du fast ein. Aber ich hoffe, das 0-0 war ein bisschen unterhaltsamer. Ja, und am Ende nehme ich den Punkt mit. Das ist wieder ein Punkt mehr Richtung Klassenerhalt. Ja, relativ viele Schüsse. Also Mainz hatte 8, wir hatten 9. Und wie gesagt, manchmal hast du halt so ein Spiel, da kannst du noch 10 Stunden spielen. Aber der Baumarkt, der macht ja bald zu in Mainz. Von daher war es jetzt gut, dass wir mal abgepfiffen haben. So, hier haben wir wieder unsere Jugendspieler, aber da könnte ich zu Recht halt niemanden hochziehen. Da kann ich mir auch einen freien Spieler holen, habe ich jetzt auch noch gemacht. Fabian Petit, der wird halt auch gut, wenn man den spielen lässt. Ludovic Peltier. Ich kann die hochziehen, klar, warum nicht? Zum Profi befördern. Gut, Lukas ist 17, den würde ich jetzt halt dann freigeben. Der soll sich irgendeine Ausbildung suchen bei Hagebau oder so. Weiß ich nicht. Ist doch unvermeidbar? Nee. Sforza, der spielt halt auch. Aber momentan sind halt die 3 im Mittelfeld. Olado, Busio, Serda, die sind halt gesetzt, man. Allein von der Stärke her. 78, 77, 75. Da hat Sforza leider erstmal das Nachsehen. So, nächstes Heimspiel gegen Bochum. Haben wir wieder hier Monatsberichte? Nee, aber das ist gut. Wenn Sforza weg will, das ist doch gerade geil. Dann haben wir noch mal ein bisschen was für den Winter übrig. Achso, Fabian Petit ist Innenverteidiger und Linksverteidiger kann der auch, ne? Möchte auch Sforza für 8,6 Millionen. Was haben wir denn hier? Wir können auf 11,7 gehen. Ich versuche einfach mal. Ich gehe mal rein, ich verhandle. Ich versuche mal meine Verhandlungskünste in diesem Part nochmal. Also bis auf 11 Millionen können wir gehen. Oder versuchen. Wir gehen erstmal Stück für Stück hoch. So, die wollen 8,6 Millionen haben. Da machen wir erstmal 9,5. Oder, nee, wir machen gleich mal hier die 11,7, die uns da vorgeschlagen wurden. Angebot absenden. Ist wahrscheinlich schon zu viel. Ist wahrscheinlich schon abgebrochen. Nee, sie gehen runter auf 9,4. Also schon mal ein bisschen mehr. Ich mache nochmal ein Gegenangebot.
Diesmal gehe ich auch ein bisschen runter. Mache ich mal 11,3. Machen wir mal 11,3. Ich versuche den auch mal ein bisschen entgegenzukommen. Ah ja, guck mal, 11,3 ist okay. Heißt, wir kriegen noch mal ein bisschen mehr Geld fürs Forza, weil wie gesagt, jetzt die 3 Leute im Mittelfeld, die werde ich da nicht rausnehmen. Brauchen dann aber natürlich noch mal ein bisschen Ersatz, weil wir nur noch 19.000 haben. Da wird unser Konto ein bisschen aufgefüllt, das ist gut. Da kann ich noch mal nach freien Spielern gucken. Wolfsburg hat zum Beispiel gerade, ist das richtig? Radamel Falcao geholt, ey. In der Gesamtstärke von 71. Ach nein, das ist Maximilian Philipp, das gehört gar nicht dazu. Ich habe gerade beim falschen Logo geguckt, ey. Mein Fehler. Sorry. Naja. So, haben wir wahrscheinlich schon einen Abgang. Oh, Al-Nassr bietet 10,1 Millionen. Da können wir natürlich noch mal ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht. Oder? Al-Nassr. Ja, ich warte erstmal. Ich lehne das jetzt erstmal ab, weil ich habe ja mit Hoffenheim schon. Wäre schon ein bisschen assi. Wobei früher in den FIFA-Spielen war das so, dass du quasi den Spieler zweimal verkaufen konntest. Der hätte dann 2 Spielerverträge unterschrieben. Das war irgendein Bug, das hat dann irgendwie funktioniert. So, hier, aktuelle Tabelle. Wollt ihr mal drauf gucken? Müssen wir uns eigentlich mal einrahmen. Wir sind 5. Überragend. Die Meisterschaft oben. Gladbach, Bayern, Leverkusen, Dortmund. Und wir sind eigentlich auch mittendrin. 5 Punkte Rückstand nur. Dann Frankfurt, Wolfsburg, Stuttgart, Mainz. Freiburg und Hannover hält sich eigentlich auch ganz gut. Bei denen ist momentan immer Ex oder Hop. Also die haben noch nie unentschieden gespielt. Und momentan hatte hier jede Mannschaft mindestens einmal gewonnen. Leipzig, die können auch noch ruhig ein bisschen niedriger. So 16., 17. wäre ja ganz geil. Und Schalke, da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die auch direkt wieder runtergehen. Das werden wir aber in den nächsten Parts sehen. Ich hoffe, dass wir jetzt gegen Bochum zu Hause nachlegen. Das ist halt so ein Gegner oder auch so ein Spiel, wo ich vor der Saison gesagt hätte, das musst du gewinnen. Und das hat sich jetzt auch nicht verändert. Also gegen Bochum gewinnen wäre auf jeden Fall schön. Dann würden wir weiterhin oben dran bleiben. Macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao.